Die Seele ist mit. Was für ein Thema. Nicht nur unser Magen-Darm-Trakt verdaut, nein, auch unsere Seele und unser Geist verdauen. Heute ein philosophisches Thema, auch aus ayurvedischer Sicht. Was bedeutet es eigentlich, wenn die Seele mit ist? Kurz vorab etwas zu mir. Mein Name ist Priscilla Bucher, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und seit 2020 ganzheitlicher ayurvedischer Ernährungscoach und ich begleite Menschen auf ihrem Weg der Ernährungsumstellung. Aber wie habe ich mich plötzlich in das Thema Ernährung so verschossen? Das liegt daran, dass ich selbst jahrelang krank war und mich schlussendlich selbst geheilt habe. Und zwar mit Ernährung. Ja, aber als ich noch eine Karriere führte als chronisch Erkrankte und von Krankenhaus zu Krankenhaus tigerte, war es tatsächlich so, dass kein Arzt sich die Zeit genommen hatte, mir die biochemischen Abläufe zu erklären und mal das ganzheitliche Bild zu vermitteln. Das geht höchstwahrscheinlich nicht, weil sie einfach zu wenig Zeit haben. Wir wissen, das ist ein Problem. Gut, ich habe mir gesagt, dann mache ich das. Ich nehme all das, was ich gelernt habe, all meine Erfahrungen und mache kurze Videos daraus. Genau, aber das heißt auch im Umkehrschluss, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin. Solltest du also erkrankt sein und gerade eine Therapie machen, dann brich die bitte nicht ab, sonst bespreche immer alles vorher mit deinem Arzt. Die Seele ist also mit. Wenn in unserem Leben traumatische Situationen passieren, dann hat das einen Einfluss auf unsere Psyche, aber auch auf unseren Körper. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass das, was wir aussprechen, sich wirklich in unserem Leben manifestiert. Wir kennen auch die Auswirkungen von physischer Gewalt an Kindern. Sie lässt einen als Erwachsenen nie mehr ganz los. Und so gilt es, diese Manifestation zu reinigen. Und dasselbe gilt auch für die Wirkung von Nahrungsmitteln. Jedes Lebensmittel trägt eine manifestierte Konstitution und Energie in sich. Es macht einen Unterschied, ob ein Lebensmittel mit Pestiziden vollgesprüht wurde, ob das Lebensmittel mit Gewalt gepflückt und transportiert wurde, ob das Lebensmittel zu viel oder zu wenig Wasser erhalten hat oder zu wenig oder zu viel Sonne. Es spielt genauso eine Rolle wie bei unserer geistigen Entwicklung. Ja, die östliche Weltsicht, die geht schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden davon aus, dass alles, was auf unserer Erde ist, von Energie getragen wird. Jedes Lebensmittel trägt oder bringt eine eigene Energie mit sich und hat dadurch eine ganz spezielle Wirkung auf unseren Körper. Wie es Bruce H. Lipton in seinem Buch Intelligente Zellen beschreibt. Und zwar beschreibt er es aus biologischer Sicht. Er sagt, es gibt ein besonderes Enzym, die Telomerase. Und die Telomerase-Aktivität verlängert das Leben und fördert unsere Gesundheit. Nun wurde herausgefunden, dass die Telomerase-Aktivität durch Lebenserfahrung angeregt oder gehemmt wird. Also eine Hemmung, also eine Verkürzung des Lebens entsteht durch folgende Sachen. Stressige vorgeburtliche Erfahrung, Missbrauch oder Misshandlung in der Kindheit, physische oder psychische Gewalt, häusliche Gewalt, posttraumatische Störung, Mangelernährung und Mangel an Liebe. Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Entstehung von Krankheiten oder Verkürzung des Lebens. Die gute Nachricht ist aber, dass die Telomerase-Aktivität auch aktiviert werden kann. Und zwar durch körperliche Aktivität, gute Ernährung. Gute Ernährung heißt gesunde Ernährung. Eine optimistische Lebenseinstellung, der Dienst am Nächsten und die Erfahrung von Liebe, insbesondere der Selbstliebe. Dadurch wird die Telomerase-Aktivität gefördert und führt zu einem gesünderen und längeren Leben. Also zusammenfassend können wir sagen, dass Erfahrung, Umfeld, Prägung, Traumata, Lebensstil und Ernährung einen wesentlichen Einfluss darauf haben, ob wir ein gesundes und langes Leben haben oder nicht. Ob sich unsere Zellen krankmachend entwickeln oder lebensspendend. Eine interessante Sichtweise hat die ayurvedische Medizin bezogen auf die verschiedenen Energien der Lebensmittel. Und diese Energien werden für Verhaltensmuster
und physiologische Vorgänge im Körper verantwortlich gemacht. Diese 3 Energien werden im Ayurveda als Sattva, Raja und Tamas eingeordnet. Ja, Sattva fördert Klarheit. Sattva fördert Klarheit im Geist. Sie fördert Fokussierung, verhilft zu Leichtigkeit und ist sogar förderlich für die eigene spirituelle Entwicklung. Ohne Sattva gelangt der Geist nicht zur Erkenntnis und kann keine richtigen Entscheidungen fällen. Rajas besitzt einen stimulierenden Effekt und regt dadurch den Geist an. Und ohne Rajas würden wir gar keinen Antrieb für unsere Aktivitäten finden. Tamas dämpft den Geist und die Sinne und kreiert dadurch ein Gefühl der Schwere. Aber ohne Tamas können wir abends auch keinen Schlaf finden. Das heißt, ihr seht, alle 3 Sachen haben schon ihren Sinn und je nachdem, wie wir körperlich aus dem Ungleichgewicht geraten sind, brauchen wir das andere mehr oder weniger. Ja, mit diesen 3 mentalen Eigenschaften zeigt also die ayurvedische Medizin ganz präzise, wie unsere Energien mit der Ernährung zusammenhängen. Und jetzt möchte ich euch diese Lebensmittel auch noch vorstellen. Also die sattvischen Lebensmittel, die sind süß, frisch, rein, biologisch und lebendig, ohne den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden oder Konservierungsmitteln. Ja, der Körper kann sattwische Lebensmittel leicht verdauen. Es wirkt beruhigend auf den Geist, belebend auf den Körper und hat einen verjüngernden Effekt. Also ich würde mal sagen, klingt gut, oder? Ja, und sattwische Lebensmittel sind, ich zähle sie auf, Früchte, zum Beispiel Mango, Granatapfel, Kokosnuss, Feigen, Datteln, Pfirsiche und Birnen. Dann Gemüse, Süßkartoffeln, Sprossen, Blattgemüse, Zucchini, gelber Kürbis und Spargel. Getreide, Basmati-Reis, Quinoa, Tapioca und Gerste. Hülsenfrüchte, Munkbohnen, Munklinsen, rote und gelbe Linsen. Nüsse, Samen sind es Mandeln, weiße Sesamsamen, rohe Cashewnüsse. Fleisch, keines. Fleisch ist nicht Sattva. Gewürze sind Safran, Kurkuma, Kardamom, Koriander, Fenchel und Kreuzkümmel. Und jetzt kommen wir zum Raja. Ja, rajasische Nahrungsmittel sind salzig, scharf, sauer und bitter. Sie versorgen den Körper durch ihre stimulierende Wirkung mit Energie und sie schüren die Verdauung. Das heißt, in kleinen Mengen sind sie durchaus gesund. Im Übermaß eingenommen führen sie jedoch zu Beschwerden und zu einem körperlichen Ungleichgewicht und auf mentaler Ebene sogar zu Eifersucht, Wut und Egoismus. Rajasische Lebensmittel aus ayurvedischer Sicht, die in Maßen zu sich genommen werden können, sind folgende. Früchte, und zwar saure Früchte wie Orangen, Bananen, Äpfel und Tamarinde. Gemüse, Nachtschattengewächse, Blumenkohl, Brokkoli, Spinat und Winterkürbis. Getreide, Hirse und Buchweizen. Hülsenfrüchte, braune Linsen, rote Bohnen, weiße Bohnen und schwarze Bohnen. Nüsse und Samen, braune Sesamsaat und die Mehrzahl der Nüsse. Fleisch, Fisch, Huhn und Garnelen. Gewürze, Chili, Cayennepfeffer, schwarzer Pfeffer. Und ich finde das so spannend, weil wenn wir die ayurvedische Diagnose machen und schauen, wie fest ist ein Mensch aus seinem Gleichgewicht gekommen, dann merkt man schnell, dass man diese ganzen rajasischen Lebensmittel eigentlich komplett streichen muss, außer Früchte und Gemüse. Sie haben immer einen lebendigeren Anteil. Und das finde ich so spannend, dass es sehr ähnlich ist wie bei der Anthony William Ernährung, dass man in Stufen schauen muss, wie krank ist ein Mensch und wie strikt muss man schauen, etwas zu streichen oder etwas dazuzunehmen, dass man langsam wieder in sein Gleichgewicht kommen kann. Ja, nun kommen wir zu den tamasischen Lebensmitteln. Und da muss ich noch was sagen. Natürlich ist es nach der Ernährungslehre von Anthony William so, dass wenn der Körper bereits im Ungleichgewicht ist, dass Kaffee, Schwarztee, raffinierter
Zucker, künstliche Süßstoffe, Hülsenfrüchte und Nüsse gemieden werden müssen, um den Nebennieren und der Leber helfen zu können, sich zu reinigen und sich zu generieren. Und die anderen Früchte und Gemüse helfen, wie im Ayurveda beschrieben, diese Energie, diese rajasische Energie aufrechtzuerhalten, um die Verdauung anzukurbeln. Also da finde ich es wieder mega spannend, diese Sichtweise vom Ayurveda und Anthony William und zu sehen, dass sie eigentlich vom Gleichen sprechen. Tamasische Nahrungsmittel. Tamasische Nahrungsmittel sind stumpf und leblos und benötigen sehr, sehr viel Energie vom Körper, um diese überhaupt verdauen zu können. Und diese Lebensmittel führen schlussendlich zu Ama. Und Ama ist das Wort für toxische Schlacken im Körper. Man kann es auch Verstoffwechslungsrückstände nennen. Ja, tamasische Lebensmittel sind natürlich künstliche Lebensmittel, sind konservierte Lebensmittel, Nahrungsmittel aus der Dose, gekochte Nahrung, die mehrere Tage gelagert wurde und tiefgefrorene oder bestrahlte Nahrung. Aber Achtung, das darf ich noch sagen, ein Abendessen, was in Liebe vorbereitet wurde und man nimmt es am nächsten Tag mit in die Arbeit, ist immer noch besser als irgendein pumpiges Kantineessen. Außer der Kantinekoch ist wirklich mega, mega fresh und biologisch. Dann sage ich nichts. Also halten wir fest, tamasische Lebensmittel sind konservierte Lebensmittel. Denn konservierte Lebensmittel, das sind einfach ganz, ganz, ganz alte Lebensmittel. Da wurde was dazugegeben, dass sie nicht schimmeln und das geben sie dir dann zum Essen. Hier, ich habe es in eine Dose verpackt, jetzt ist es geil. Nein, ist es nicht. Ist es einfach nicht. Okay. Tamasische Lebensmittel sind Weißmehl, große Mengen an schwarzen, weißen und roten Bohnen, verarbeitete Milch, Erdnüsse, ranzige Nüsse, schwarze Sesamsaat, Rind, Schwein, Lamm und Eier, Muskat, Alkohol, Stevia und weißer Zucker. Also, und zu der Milch muss ich noch sagen, die Kuh gilt ja in Indien als heilig. Und das, was die Milch hier heute macht in der Massentierhaltung und unzählige Rückstände von Eiter, Antibiotika und so weiter, das alles ist natürlich tamasisch. Ein Tier, was geschlachtet wird, schüttet Adrenalin aus. Es hat Antibiotikumrückstände. Es wurde mit genmanipuliertem Essen gefüttert. Es ist einfach nicht gut für unseren Körper. Und wenn wir diese Energie von diesem toten Tier aufnehmen, ja, ist es nicht so verjüngend, wie wir uns das eigentlich wünschen. Ist es nicht spannend, wie so eine alte Philosophie, wie die von Ayurveda, uns Menschen schon seit Jahrtausenden versucht zu erklären, was eigentlich der Einfluss von Nahrung auf unsere Körper, Geist und Seele ist. Eine junge Frau, die ich coachen darf, hat mir letztens erzählt, dass ihr Mann für sie einkaufen war. Und er kam zurück und hat gemeint, keine Ahnung, ich bin in den Laden rein, war in der Frische-Abteilung und nach der Frische-Abteilung habe ich festgestellt, dass ich dir gar nichts mehr kaufen kann. Der Einkaufszettel, das war erledigt. Und ich habe gelacht und dachte, ja, natürlich, Frische-Abteilung. Ne? Man will ja auch frisch bleiben. Ne? Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt ist es, und so habe ich den Einstieg auch gestaltet. Wenn wir wissen, was uns geistig gut tut, wenn wir wissen, was uns körperlich gut tut, dann sehen wir unser Umfeld mit neuen Augen. Auf geistiger Ebene kann das heißen, mit welchen Gedanken und Beziehungen füttere ich mich oder ernähre ich mich? Welche Personen in meinem Leben sind wie tiefgefrorene Pizzen? Sie geben mir kurzfristig ein tolles Geschmacksgefühl im Mund und hinterlassen mich danach mit einem Sodbrennen, weil ihr Gesagtes einfach mir noch sehr lange sauer aufstoßt. Oder Beziehungen, die lebloses Gedankengut verbreiten, so wie in der Fleischabteilung. Sie reden dir vielleicht ein, dass du nicht gut genug bist, dass du deine Träume nicht erreichen kannst, dass du es nicht wert bist. Ja, ihr Gesagtes lässt sich wie das tote Fleisch sehr schlecht verdauen und liegt noch ganz lange ranzig in deinem Darm und halt nach. Oder sind manche Beziehungen wie Alkohol. Alkohol, der dir verspricht, dass er dich besser fühlen lässt
und dich dann aber allein mit einem Kater zurücklässt? Oder pflegen wir Beziehungen, die gegossen und nicht geschlachtet wurden? Beziehungen, die Sonnenlicht und kein Käfig brauchen. Lebendige Beziehungen direkt von Mutter Erde. Ja, du findest sie in der Frische-Abteilung, in der Gemüse- und Früchte-Abteilung. Du findest sie da, wo es Menschen wirklich gut mit dir meinen, die dich ermutigen und dir sagen, wie toll du eigentlich bist. Denn genau das bist du. Du bist wunderbar und du hast das Allerbeste für deinen Geist, für deinen Körper und deine Seele verdient. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich entlasse dich mit deiner großen Ermutigung. YouTube-Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.